Die Touristenfahrt in Hockenheim am 5.7.2015. Eigentlich wollte ich einen Videobericht über die Touristenfahrt erstellen und dafür auch selbst einen Turn fahren. Ein schwerer Motorradunfall hat aber alles geändert. Eins möchte ich gleich mal klarstellen. Es handelt sich hier um eine Touristenfahrt und nicht um ein Renntraining oder ähnliches. Es gilt die Straßenverkehrsordnung und es dürfen auch nur verkehrstaugliche und angemeldete Fahrzeuge auf die Strecke. Überholt werden darf nur links. Viele gehen aber von einem ganz normalen Renntraining aus und bedenken nicht, dass hier Hinz und Kunz gleichzeitig auf der Strecke ist. Also Fahrer mit viel Erfahrung und oder Können, aber genauso welche, die gerade mal seit kurzem ihren Schein gemacht haben. Dazu kommt, dass die meisten keine Rennstreckenerfahrung haben und gar nicht wissen, wie man sich hier zu verhalten hat oder was man für eine Linie fahren sollte. Das ist ein echtes Problem. Getrennt wird bei der Touristenfahrt in Hockenheim nur zwischen Autos und sagen wir mal Zweiräder. Hier sind zwar zum Großteil Supersportler und Sporttourer unterwegs, bei meinem Besuch im letzten Jahr war aber auch ein Roller dabei. Zahlt man für den Turn, darf man auch auf die Strecke, selbst mit einer dicken Goldwing oder einer gemütlichen Harley. Das macht aber auch eine Touristenfahrt aus. Jeder darf auf die Strecke, sie sich mal genau ansehen und mal ein bisschen Rennluft schnuppern. Wer hier teilnimmt, muss sich im Klaren sein, wer hier alles fährt. Wer denkt, er ist auf einem normalen Trackday, hat den Sinn einer Touristenfahrt nicht verstanden und kann genauso gefährlich sein wie ein blutiger Anfänger. Wenn diese beiden Gegenpole aufeinandertreffen, ohne damit zu rechnen, geht es oft nicht gut aus. Das ist der einzige Turn, den ich an dem Tag gesehen habe, denn hier gab es gleich den heftigen Unfall. Hier sind dann ca. 140 Fahrer gleichzeitig auf der Strecke. Ein Nachzügler kommt noch, der ist nicht mehr auf der Aufnahme. Direkt nach dem Start des Turns bin ich in die Sachskurve, um von dort bessere Aufnahmen zu machen. Hier wurde schon die rote Flagge geschwenkt. Abbruch des Turns, direkt in die Boxengasse, Überholverbot. Die meisten kannten wohl die Flagge nicht oder haben sie nicht gesehen, denn sie fuhren noch weiter. Da es auf der Startzielgeraden den schweren Unfall gegeben hat, mussten die Fahrer dann sogar auf der Rennstrecke umdrehen, um in die Boxengasse zu kommen. Um die rote Flagge zu verdeutlichen, fuhren die Streckenposten mit einem Bulli direkt an die Strecke. In der letzten Kurve bei der Boxeneinfahrt stellte sich demonstrativ ein Streckenposten auf die Fahrbahn. Erst jetzt hat es richtig geklappt. Rote Flagge ist ja schon mal kein gutes Zeichen. Hier sieht man aber die Fahrer aus der Boxengasse herausfahren. Der Turn war also komplett vorbei. Zu diesem Zeitpunkt wusste natürlich noch keiner, was los war. Aber ich dachte, die wollen eventuell mit den Autos weitermachen. Was mir gar nicht aufgefallen ist, im Hintergrund sieht man einen schwarzen Kombi auf der Strecke fahren.
Der landende Hubschrauber machte klar, dass wohl etwas Schlimmeres passiert war. Da der Blick von der Sachskurve aus verbaut war, konnte ich nicht sehen, wo der Hubschrauber landete. Es musste aber irgendwo nach der Boxengasse sein. Um besser zu sehen und für den Bericht Material zu sammeln, bin ich in diese Richtung. Mir ging es nicht darum, möglichst spektakuläre Bilder einzufangen. Verletzte hätte ich sowieso nicht gezeigt. Ich wollte nur den Start des Hubschraubers filmen, um zu zeigen, dass eine Touristenfahrt kein Kindergarten ist. Um zu zeigen, worauf man sich einlässt. Das Video des Unfalls selbst ist ganz leicht auf YouTube zu finden und wirklich spektakulär. Ich möchte hier diese Bilder aber nicht zeigen. Auf dem Weg zum Fahrerlager sah ich schon, wie die Leute die Aussichtsplattform auf den Boxen verließen. Sie wurden runtergeschickt, was ich zwar vermutete, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusste. Von dort hatte man die perfekte Übersicht über den Unfall. Direkt am Ende der Startzielgeraden stand der Hubschrauber. Die Gerade selbst war mit Krankenwagen und anderen Fahrzeugen vollgestellt. Die Verletzten wurden noch behandelt und mit einem weißen Tuch vor neugierigen Blicken geschützt. Kein gutes Zeichen, wenn die Verletzten immer noch behandelt werden. Seit dem Unfall ist schließlich schon einige Zeit vergangen. Der Unfall passierte ja, als ich auf dem Weg zur Sachskurve war. Dort habe ich aber noch minutenlang gefilmt und zum Teil gewartet, bis es weitergeht. Erst als der Heli kam, bin ich vor zum Fahrerlager. Da keiner was Genaues wusste, machten Gerüchte die Runde. Es soll 5 bis 6 erwischt haben. Teile und Helme sollen in der Gegend rumgeflogen sein. Nachdem der Rettungshubschrauber wieder geflogen ist, machte ich mich wieder auf den Weg zur Sachskurve. Ich bin davon ausgegangen, dass es weitergeht. Sehr viele Motorradfahrer haben genug und verließen den Hockenheimring. Verständlich, wenn man überlegt, was sie eventuell gesehen haben. Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei fuhren immer noch in die Boxengasse und teilweise wieder weg. Für weitere Gerüchte hat der schwarze Kombi gesorgt. Viele meinten, es wäre ein Leichenwagen und gingen vom Schlimmsten aus. So war es zum Glück aber nicht. Als ich gesehen habe, dass der Aufgang zur Aussichtsplattform auf der Boxengasse wieder frei war, machte ich mich auf den Weg dorthin. Das Treiben der Polizei zu sehen ist bestimmt interessant. Da auch schon einiges an Zeit vergangen war, sollten auch schon alle Verletzten im Krankenhaus sein. Eines Besseren wurde ich aber belehrt, als der Rettungshubschrauber ein zweites Mal anflog. Diesmal landete er aber irgendwo auf der Parabolika. Was ich beim Blick auf die Startzielgerade gesehen habe, schockierte mich wirklich. Es war eine ewig lange Ölspur, die schon abgebunden war, und am Ende lag eine gelbe Honda. Zwischendrin ein Trümmerfeld von noch zurückgebliebenen kleinen Verkleidungsteilen. Die gelbe Jacke eines Fahrers lag noch da. Was ich zuerst gar nicht gesehen hatte, war die zweite Maschine. Sie war mit Löschmittel bedeckt, hatte also gebrannt. Von einem Feuer habe ich nicht mal gerüchteweise was gehört. Heftig. Ausgelöst wurde der Unfall durch den Fahrer der gelben Honda. Er kam in der letzten Rechtskurve von der Strecke ab und fuhr in einem extrem spitzen Winkel wieder auf die Fahrbahn. Er sah die ganze Zeit nach rechts hinten, um den hinteren Verkehr zu sehen. Dadurch merkte er aber anscheinend gar nicht, dass er schon sehr viel der Strecke überquert hatte. Als er es merkte, war es schon zu spät. Er hatte deutliche Schräglage nach links, was zeigt, dass er seinen Kurs korrigieren wollte, aber er krachte mit einem von hinten kommenden Fahrer zusammen. Ein Aprilia-Fahrer krachte dann noch in die gestürzte gelbe Honda und ging in Flammen auf. Es war wirklich heftig. Das Wichtigste ist aber, dass alle überlebt haben. 3 Schwerverletzte und ein Leichtverletzter. Einen genauen Bericht zum Unfall inklusive Polizeibericht und der Einschätzung eines Anwalts findet ihr in meinem Online-Magazin unter horsemanofapocalypse.com. Link ist unten in der Beschreibung. Because for once there is something I want. It's unbelievable that I should actually want to spend my money on something for me.
something I no longer feel I can be without. What's that? A 90-inch television set. Earl, Sneaks, and Flair. Oh, God, my home name. I am your wife. And I am the mighty Megalosaurus, the king of the dinosaurs, the